Die vorletzte Stadt unserer geheimen Tour ist Cannes in Frankreich. Leider gibt es in Cannes keine Häfen, an denen große Schiffe anlegen können, wie ihr hier sehen könnt. Wir werden also mit kleinen Booten, mit Schlauchbooten nach Cannes übersetzen. Genau hier beginnt das Abenteuer in Cannes. Cannes ist eine Stadt, die für ihre Strände und das Filmfestival berühmt ist. Jetzt werden wir wieder in solche Stadtrundfahrtbusse einsteigen. Mal sehen, was wir alles zu sehen bekommen. Die Touristen strömen in Scharen herbei. Von den beiden Schiffen, die ihr hier seht, im Moment kommen durchschnittlich 9.000 bis 10.000 Touristen von diesen beiden Schiffen. Mit kleinen Booten strömen sie in Scharen zu diesem Pier. Ich befinde mich momentan direkt im Herzen des belebten Stadtzentrums, wo ich inmitten des geschäftigen Treibens der vielen Menschen stehe, die an den zahlreichen Geschäften und historischen Gebäuden vorbeieilen, während ich die besondere Atmosphäre und die Energie dieses zentralen Ortes in vollen Zügen auf mich wirken lasse und die Umgebung genau beobachte. Wir befinden uns gerade in einer der berühmtesten Straßen Ankaras. Das auffälligste Merkmal dieser Straße ist der Luxus. Es gibt hier jede Menge Luxushotels, Restaurants und Boutiquen. Die Straße beginnt etwa 500 bis 600 Meter hinter dem Abschnitt, den ihr hinter mir seht. Und sie verläuft dann so weiter. Gleich werden wir auch an dem Gebäude vorbeikommen, in dem das berühmte Cannes Festival stattfindet und wo die Prominenten auf dem roten Teppich fotografiert werden. Diesen Ort werde ich euch auch zeigen. Ich möchte gleich auf etwas zu sprechen kommen. Auf die Teuerung in Cannes, beziehungsweise eigentlich auf die hohen Preise in ganz Frankreich. Cannes ist ohnehin vielleicht die teuerste Stadt Frankreichs, wenn nicht sogar die Nummer 1. Wenn ihr hierher kommt und nicht zwischen 10 und 12 Euro für Zigaretten ausgeben wollt, dann raucht auf keinen Fall. Falls ihr aber raucht, bringt eure Zigaretten mit hierher. Denn wie gesagt, hier kosten Zigaretten zwischen 10 und 12, ja sogar bis zu 13 Euro. Jetzt das, was ihr hier in meiner Hand seht, ist ohne Kohlensäure. Es ist eine halbe Liter Flasche Wasser. Dafür haben wir gerade eben in einem Supermarkt 3 Euro bezahlt. Das ist wirklich ziemlich teuer. Ja, wir machen weiter. Jetzt sind wir vor dem Gebäude angekommen, in dem das von mir vorhin erwähnte Filmfestival von Cannes stattfindet und wo die Prominenten auf dem roten Teppich posieren. Genauer gesagt, wir sind gerade dabei, dort anzukommen. Jedes Jahr im Mai findet dieses Festival statt und es wird gesagt, dass sich die Einwohnerzahl der Stadt während des Festivals fast verdoppelt oder verdreifacht. Genauer gesagt, das sagt zumindest ChatGPT. Und der touristische Umsatz, den dieses Festival der Stadt bringt, beträgt 200 Millionen Euro. Ja, Sie haben richtig gehört. In nur einer Woche oder 10 Tagen werden in dieser Stadt 200 Millionen Euro für dieses Festival ausgegeben. Cannes erwirtschaftet unterdessen jährliche Tourismuseinnahmen in Höhe von 800 Millionen Euro. Und das sind 800 Millionen Euro. Cannes im Allgemeinen entspricht dies 50% ihres Einkommens. Ja, das ist das berühmte und beeindruckende Gebäude, von dem ich schon gesprochen habe. Und der berühmte Ort, an dem die Prominenten posieren, auch der klassische rote Teppich ist hier ausgerollt.
Das häufigste Problem, dem Sie in Frankreich begegnen werden, ist vor allem in touristischen Gebieten. Von anderen Regionen weiß ich es nicht, aber in den touristischen Gebieten werden Sie ein Sprachproblem haben, egal wie gut Sie Englisch sprechen. Die Franzosen sprechen absichtlich Französisch mit Ihnen. Wir sind gerade eben in den Bus gestiegen, um eine Stadtrundfahrt zu machen. Und der Busfahrer hat hartnäckig mit uns auf Französisch gesprochen. Wir haben versucht, uns über eine App zu verständigen. In dem Moment hat er uns gefragt, aus welchem Land wir kommen. Als wir sagten aus der Türkei, hat er sofort erzählt, dass er in Istanbul, in Bodrum, in Izmir und in Muğla gereist ist und dort Urlaub gemacht hat. Daraufhin hat auch unser einziger türkischer Mitreisender ein paar Worte auf Englisch gesprochen. Und so konnten wir uns verständigen und unser Problem lösen. Übrigens hat er uns auch einen Rabatt gegeben. Normalerweise kostet die Tour für ausländische Touristen 4,60, aber für uns waren es 3,60. Da haben wir einen Rabatt bekommen, wir haben pro Person 1 Euro gespart. Genau diese belebte Straße hier ist eben jener ganz besondere Ort, von dem ich dir vorhin ausführlich gesprochen habe, wo sich all die weltberühmten Restaurants und gemütlichen Cafés der Stadt befinden. Vorhin haben wir uns auch die Preise angeschaut. Wenn man sich an einen Platz mit Stühlen setzt, steigen die Preise ein wenig. Aber wenn man sich in so kleinen Lokalen mit Hockern hinsetzt, Kaffee kostet im Durchschnitt zwischen 3 Euro und 4,50 Euro, je nach Sorte. Aber wenn Sie sich in solche Restaurant-Cafés setzen, steigen die Preise von 4,50 Euro bis zu 6 Euro. So sind die Preise. Das sind also die Kaffeepreise, von denen ich vorhin gesprochen habe. Tee beginnt bei 4. Da geht's los. Schwarzer Tee, grüner Tee. Das hier ist das kleine Café, das Sie sehen. Es gehört zu einem frischen Ort und man kann an Tischen sitzen. 10 Meter voraus. Was befindet sich 10 Meter weiter an der nächsten Stelle? Die Preise lauten wie folgt. Dies sind die Restaurantpreise. Hier sind die Kaffeepreise. Espresso für 2,50 Euro. Dann beginnt der eigentliche Kaffeegenuss. Hier sind Latte, Matcha, Mokka und Cappuccino. 5,50, 6 Euro. Falls Sie etwas andere Kaffeesorten bevorzugen, finden Sie hier auch deren Preise. Wir fahren fort mit 7 Euro, 50, 6 Euro und so weiter. Wir befinden uns im Schuhgeschäft Snipers. Ich möchte Ihnen hier die Preise zeigen. Diese Schuhe, die Sie hier sehen, kosten alle 140 Euro. Die Schuhe, die Sie dort drüben sehen, kosten 169 Euro bzw. 119 Euro. Diese kosten 100 Euro. €70. 120 Euro. Die schicken Schuhe, die du gerade an deinen Füßen trägst, kosten insgesamt genau 120 Euro. Die Schuhe dort drüben kosten ab 60 Euro. 120 Euro, 80 Euro. Adidas Schuhe kosten 160 Euro. Diese Schuhe sind zum Beispiel um 9 Euro reduziert und haben einen Rabatt von 20%. Ich habe es gerade beim Vorbeigehen an einer Pizzeria gesehen, da war Blut dran. Ich zeige Ihnen hier auch die Preise. Größe Pizza, Margherita, Käsepizza und Tomatenpizza kosten 16 Euro. Wenn Sie vegan essen möchten, kostet es 17 Euro. Ich schaue mir gleich die darunter an. Dazu gibt es auch Pommes frites und Salat. 19 Euro. Lassen Sie es uns auch hier so zeigen. Das heißt, hier können Sie Pizza für 16 bis 19 Euro essen. Diesmal ist es der ganze Weg entlang so. Voll mit Restaurants. Dies ist gleichzeitig so etwas wie der zentrale Platz von Cannes, der dem Strand am nächsten liegt.
historischste Ort, den Sie in Cannes sehen können, ist die Nezichernos Senat Khan Burg, dort oben auf dem Hügel. Mit ihrer Uhr, mit dem Uhrturm, steht diese Burg auf dem Hügel. Vielleicht, wenn wir Zeit finden, denke ich auch daran, bis dorthin hinaufzugehen. Aber mal sehen, die Zeit wird es zeigen. Anscheinend steht es um die französische Wirtschaft nicht besonders gut. Ja, die Restaurants und so sind voll, aber nicht ganz voll. Das heißt, die französische Wirtschaft steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wie Sie sehen, gibt es viele leere Tische. Jetzt haben wir das neue Wohngebiet der Stadt Cannes verlassen. Wir sind in diese Straße gekommen, die als das alte Cannes bekannt ist. Diese klassische Kraft wird, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, so gesagt, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Freunde, die Französisch sprechen, können es in die Kommentare schreiben. Das hier ist das prächtige Hotel de Ville, ein wirklich sehr altes Hotel, ein ganz besonderes Hotel oder vielleicht doch nicht. Falls Sie hierher kommen möchten, wie ich vorhin gesagt habe, wird es als Les Moucouit bezeichnet. Der Name dieser Straße, oder besser gesagt nicht der Name der Straße, sondern der Name der Siedlung. Es gibt enge Gassen. Steigen wir hier aus. Das Besondere an dieser Siedlung, ist, dass sie solche engen Gassen hat. Und dass es hier viele wunderschöne kleine Boutique-Läden gibt. Ich zeige Ihnen gleich hier die Hutpreise. Diese hier kosten 15 Euro, 12 Euro. Das hier gezeigte, das teuerste, kostet 55 Euro. Die direkt daneben kosten 10 Euro. Diese kosten 29 Euro. Oh je. Was genau machst du da eigentlich gerade in diesem Moment? Bitte lass mich dir doch dabei ein wenig behilflich sein und gib mir die Chance, ebenfalls etwas Nützliches zu tun. Beachten Sie, wie sich die Preise schlagartig änderten, sobald wir in die Seitenstraßen einbogen. Hier kostet beispielsweise eine Pizza 8 Euro. Ja, diese Treppen gehen so weiter. Ich werde euch gleich zeigen, wohin sie führen. Wir sind jetzt endlich oben an der historischen Blutburg angekommen, die ich euch ja vorhin schon von ganz unten gezeigt habe. Mal sehen, wie hoch der Preis für den Eintritt hier eigentlich ist und wie fantastisch die Aussicht von hier oben aussieht. Oh mein Gott, das ist wirklich beeindruckend. Hier ist gleichzeitig auch eine Kirche. Wir sind gelaufen und schließlich bei einer Kirche gelandet. Ich zeige euch mal die Preise der Kerzen, die in der Kirche verkauft werden. Diese hier, die ihr seht, kosten 10 Euro. Die kleinen kosten 3 Euro. Die noch kleineren werden für 2 Euro verkauft. In ganz Europa ist der Eintritt in Kirchen kostenlos. Gestern waren wir in
In dieser großen Kirche in Barcelona war der Eintritt kostenpflichtig. Das war die erste Kirche, die ich je gesehen habe, für die man Eintritt zahlen musste. Das kostet zwischen 30 und 33 bis 36 Euro, die Preise. So sieht die Kankilisesi aus. Diese Burg, das Kastell, wurde im 11. Jahrhundert erbaut. Später wurde hier die Kirche der Hoffnung Mariens hinzugefügt. Das Besondere an dieser Kirche: hier wird mehr zu Maria, der Mutter Jesu, gebetet als zu Jesus selbst. Innen sieht es so aus, wie ich es vorhin gezeigt habe. Ja, das ist auch der berühmte Hafen von Cannes. Von oben sieht es so aus. Der Hafen der Reichen. Während ich meinen Rundgang in Cannes fortsetze, möchte ich Ihnen auch die Preise zeigen. Sandwiches kosten 13 Euro. Wenn Sie Lasagne essen möchten, kostet das 15,50. Pommes und Hamburger 14 Euro. Ein normaler Hamburger kostet 11,50 Euro. Salat 10,50 Euro. Wie gesagt, der Hamburger kostet 14 Euro. So geht es weiter. Hier beende ich das Video über Cannes. Wenn Sie hierher kommen, können Sie am Meer einen Strandurlaub machen. Aber wenn Sie nur für einen Strandurlaub kommen wollen, lohnt es sich nicht, hierher zu kommen. Fahren Sie nach Marmaris, fahren Sie nach Öl-Lüdenitz. Tja, was soll ich sagen? Benutzen Sie die Strände in der Gegend von Antalya in der Nähe von Alanya, falls Sie einen Badeurlaub machen möchten. Vergessen Sie außerdem nicht, meinen Kanal zu abonnieren und unsere Videos zu liken. Bis zum nächsten Video.